Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. In den kommenden Minuten möchte ich mit euch über die Trends im Frühjahr, Sommer 2026 reden. Viel Spaß dabei! Ja, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, die Sonne scheint hier heute kräftig rein. Das heißt also, der Frühling kommt Gott sei Dank mit großen Schritten auf uns zu. Ich sehe auch schon, die ersten Osterglocken haben beschlossen, es reicht. Das freut mich auch, wenn man den sieht, hier bei uns an der Bergstraße, wenn man denn mit dem Auto entlang fährt. Da ist am Straßenrand auch wirklich ein Osterglockenmeer und die öffnen sich so langsam und auch die ersten Störche haben ihre Nester bezogen. Das heißt also, vom fröhlichen Geklapper der Störche ist man auch noch optisch von den schönen Farbrausch begleitet und freut sich jetzt doch endlich mal, die ersten Sommerstrahlen wieder genießen zu dürfen. So kuschelig und schön wie der Winter ist, er darf auch gerne gehen, damit wir uns auch wieder auf den nächsten Winter freuen können. Jetzt habe ich Lust auf die ersten Eiskugeln, wenn ich ehrlich bin, und auf die Spaziergänge. Heute möchte ich mit euch hier über einiges reden, was den Trend im Frühjahr, Sommer 2026 betrifft. Zumindest, wenn es euch interessiert. Also ich folge ja so ein bisschen gerne, wo geht es denn hin, was die Materialien angeht, was die Farben angeht. Und darüber hätte ich Lust heute mit euch zu sprechen. Im Hintergrund hier habe ich schon was farblich passendes aufgehängt. Das ist ein älteres Finished Object von mir, und zwar eine Strickjacke von Egionit. Den Namen weiß ich jetzt nicht genau, den schreibe ich euch unten rein. Gestrickt habe ich die Strickjacke aus Mohair in der Farbe Neon Lemon und aus einem ungefärbten Angel Leinengarn, Alpaka Leinengarn, und die Neon Lemon, das Mohair, das gibt es nicht mehr, aber das war von Wool and Forest. Ja, ich habe beschlossen, an der Jacke einen Materialmix zu machen, um die Strickjacke nicht winterlich warm zu halten, sondern eben um ihr so einen Lounge-Charakter zu geben. Morgens, sonntags gerne über ein Pyjama oder eben mal kurz, wenn man denn rausgeht, mal übergeworfen. Ja, das wollte ich, und ich wollte nicht so ein dickes, schweres, warmes Ding, sondern eben diesen luftig leichten Charakter erhalten, den der Kimono-Cardigan durch das Halbpatentmuster erhält. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich werde versuchen daran zu denken und euch oben hier ein i zu verlinken mit der Folge, in dem ich mehr über den Cardigan spreche, beziehungsweise ihr könnt auf Ravelry nachschauen, da ist auf jeden Fall der Cardigan angelegt. Was habe ich an? Das habe ich extra angezogen, weil es zum Thema Trend 2026 passt. Und zwar ist das ein altes Finished Object von mir, also alt im Sinne von, das habe ich Anfang der 90er Jahre gestrickt. Da war der Trend nämlich schon mal da. Ich stehe mal auf, damit ihr sehen könnt, worüber wir reden. Von hinten. So. Das ist ein Strickshirt, was ich Anfang der 90er Jahre ohne Anleitung selbst gestrickt habe. Und zwar aufgrund eines Bildes in einer meine Modezeitschrift oder irgendwas war es gewesen, wo irgendeine Prominente abgebildet war, die eben genau so ein Strickstück anhatte. Also es ging noch nicht mal um das Strickstück, aber mich hatte das so gecatcht und geflasht, dass ich mir dieses Bild aus der Zeitung ausgeschnitten habe und lange gegrübelt habe, welche Materialien, also welche Garne ich zusammenfügen will und welche Muster und wie ich es denn gestalten will. Also wie gesagt, dafür gibt es keine Anleitung. Ich habe beschlossen, das Strickstück vorne, ich muss gerade überlegen, nein, ich habe im Rücken angefangen, also hier, habe es dann bis nach vorne gestrickt,
habe dann den Halsausschnitt und zugenommen, vorne runter gestrickt und habe dann das untere Rückenstück von links nach rechts gestrickt mit verschiedenen Mustern und habe hier auch verschiedene Garne in dem Weißton verstrickt, also absichtlich, um diese verschiedenen Strukturen zu erhalten. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist dieser Goldton, den ich mit reingefügt habe. Und am Ende habe ich dann noch ein ganz feine Spitze gefunden, die ich dann gerafft habe und erstmal hier vorne angenäht habe und sogar mit kleinen Pärlchen benäht, die waren nicht dran. Und dann am Ende habe ich dann noch beschlossen, die Spitze an den Schultern auch noch mit anzubringen. Unter den Achseln, seht ihr, sieht es so aus. Und da ich um einiges jünger war, war dieses Top cropped, das heißt also bauchfrei. Das würde ich so heute nicht mehr anziehen. Deswegen habe ich mir jetzt aktuell so ein Spitzenshirt, das gibt es für ein Appel und ein Ei jetzt in jedem Laden, besorgt. Habe noch einen Top drunter, das Spitzenshirt drüber und das gibt dem Ganzen jetzt eine Länge und vor allem ist es nicht mehr bauchfrei, sodass ich es noch ein bisschen tragen kann. Und damit es zu meiner Jeans passt, habe ich so ein kleines Seidentüchlein mir umgebunden und ja, dachte, ich zeige es euch heute mal. Weil nämlich das Thema bzw. der Trend in 2026 definitiv luftig leicht, transparent, Volants, Spitzen, Lace, Volumen, Textur sein wird. Also ich verfolge ja gerne, was so die großen Designer auf die Laufstege schicken, weil das ja spätestens nächste Saison, aller spätestens übernächste Saison auf oder beziehungsweise in die Läden kommt. Dementsprechend versuche ich auch immer das in meinen Strick zu integrieren und zu verarbeiten, diese Ideen, weil ja, man muss ja nicht alles kaufen, man kann sich ja auch vieles selbst machen, so wie halt eben das. Wenn man das so ein bisschen auch politisch verknüpft, dann sagt man, dass genau solche verspielten Trends immer erscheinen, beziehungsweise gerne wieder auf den Laufstegen erscheinen und geschickt werden, wenn die politische Lage beziehungsweise die Weltpolitik eine heikle ist. Das heißt also meistens, wenn große Unruhen oder Kriegszeiten sind, dann neigen die Designer dazu, den Menschen eine Verspieltheit wieder zurückzugeben, eine Leichtigkeit, um vom düsteren oder schwierigen politischen Alltag abzulenken. Was will ich sagen? Wir sind jetzt wieder an diesem Punkt, wo denn genau das da ist und dieser Trend, finde ich, uns die Möglichkeit gibt, vom ja, nicht so schönen Alltag doch stricktechnisch oder modisch etwas abzuschalten. Ein positiv denkender Mensch sieht ja Dinge doch ganz anders, beziehungsweise kann Probleme doch ganz anders angehen und lösen, als wie wenn wir eben von Kunst, Mode und ja, Dichtung, Literatur noch mehr runtergezogen werden. Heißt nicht, dass alles jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber es soll uns doch wenigstens irgendwie durch diese holprigen, schwierigen Zeiten helfen, hindurchzukommen. Und ja, das finde ich gut und möchte ich auch umsetzen. Ich selbst habe ja schon betont, ich bin ja gar nicht so der romantische Typ. Also statt Herzchen und Blumen schenkt mir lieber was zu essen und Kuchen. Aber ansonsten, ich bin jetzt aber auch nicht der Griesgram. Also ich würde jetzt niemanden die Hand abreißen, nur weil er mir Blumen schenkt. Oder halt eben, ich muss nicht Volant beladen und Spitzen beladen durch die Gegend laufen, kann aber trotzdem das ein oder andere wertschätzen und auch anerkennen, dass es einen hübschen Look hat. Manchmal habe ich das Gefühl, fehlen mir einige Zentimeter, damit es eben an mir gut aussieht. Also sprich gerade bei so Wallekleidern oder Volantkleidern,
die ich sehr gerne anschauen mag, fühle ich mich nicht so drin wohl, weil ich mich einfach zu klein dafür fühle. Ist einfach ein Gefühl, kann jeder für sich selbst entscheiden. Bei mir ist es so, ja, das. Farben. Farben sind auch, hatte ich auch im letzten Video schon gezeigt, reihum bei vielen Designern ähnlich. Das heißt also viel Weiß dieses Jahr. Cloud Dancer als Pantone-Farbe 2026. Das ist so ein, ich sage jetzt mal, ein gedämpftes Weiß, ein schmutzig Weiß. Ist nicht umsonst gewählt worden, weil wirklich Weiß in allen Variationen auf den Laufstegen zu sehen sind und waren. Und auch jetzt für Herbst, Winter umgekehrt Schwarz sehr dominant ist. Also Schwarz und Weiß ist auf jeden Fall ein Hauptthema in diesem Jahr, kommt mir ganz entgegen. Ich habe schon mal erwähnt, mein persönliches Beige ist Schwarz-Weiß. Ansonsten von den Farben seht ihr auch viel Blau in so einem, ja, so ein Eisblau. Es ist kein Babyblau, es ist auch kein Taubenblau. Es hat schon eine gewisse Leuchtkraft. Also hier seht ihr Ocean von Zauberkunstgarne und das ist Linen Bloom von Pasquali. Heißt auch irgendwie Eisblume, glaube ich. Und die nächste Farbe ist auf jeden Fall so ein Pistaziengrün. Das ist die Seed Cell von Pasquali. Ein ganz tolles seidiges Garn. Allein zu verstricken finde ich es nicht so spaßig, aber ich habe es jetzt mit Linnenblumen kombiniert. Da gefällt es mir gut. Und diese Farbe seht ihr hier auf der Make It Fur. Ist auch ein ganz neues Garn noch dazu. Das ist ebenfalls so ein Garntrend, der jetzt dieses Jahr sehr stark kommt. Den hatten wir schon mal 2000er oder so. Aber der Unterschied ist, dieses hier ist wirklich super fein. Also damals waren diese Fransenschals modern. Wer meine Generation ist, weiß, wovon ich rede. Da hast du aber auch nur ein oder zwei solche Knäuel gebraucht. Ich glaube, das war Schachenmeier und hast schon deinen Schal gehabt. Ich weiß nicht, wer den nicht alles gestrickt hat. Das hier ist super weich und so ähnlich, aber wie gesagt, sehr, sehr fein wie ein Mohair. Gefällt mir sehr gut. Und apropos Mohair, passend dazu, jetzt scheint natürlich hier die Sonne. Schauen wir mal so. Ja, passend dazu ist auch das Mohair hier angekommen. Das ist die Super Kid Mohair von Rico Design Essentials in der Farbe. Die Farbnummer ist die 42002. Ist halt wie gesagt ebenfalls so ein Pistaziengrün. Lieb ich. Deswegen steige ich jetzt hier gleich mal bei Rico Design ein. Ich bin sozusagen auch mit denen in Kooperation als Knitfluencer und habe Rico schon länger, also bei mir stricktechnisch auf dem Schirm. Immer mal wieder hole ich mir deren Hefte, weil ich die Aufmachung mag. Und so habe ich mir auch dieses Mal die neue Love Wool geholt. Das ist die Nummer 17. Wie ihr seht, Frühjahr, Sommer, Kollektion 2026. Ich drehe mal um, was es alles zu sehen gibt. Und ich liebe einfach die Aufmachung, die Rico Design in den Heften macht und auch die Farbwahl. Das erinnert mich auch so ein bisschen an das an Leine Publishing, aber wir können auch gut, also in Deutschland, wenn wir es wollen. Lana Grossa will ich nicht schlecht reden. Ich habe nur immer das Gefühl, das wiederholt sich gerne. Und bei Rico irgendwie, da habe ich immer wieder was zu sehen, aber es kommt auch immer auf die Hefte an. Also sprich, bei Lana Grossa gibt es natürlich auch das ein oder andere, was mir gefällt, aber irgendwie die Aufmachung finde ich von denen schöner. Ja, und dann, als ich mal drin rumgeblättert habe, haben mir besonders dieses Modell zum Beispiel gefallen. Das ist ein Farbverlaufsgarn auch. Ich schaue mal rein. Die Creative Cotton Linen Cake. Das sind 200 Gramm und 480 Meter. Man braucht 2 Stück. Oder aber ich fand diese Strickjacke richtig cool. Und da sind wir wieder bei der Farbe, die ich eben in der Hand hatte. Und
Die ist aus Creative Sport Decay und aus der Make It Fur, also wieder diesem Garn in Kombination mit Decay. Das ist tatsächlich, glaube ich, sogar gehäkelt. Und ich fand einfach die total süß. Und dann habe ich aber auch diese gesehen und dachte, toll, da braucht man keine Knöpfe für. Gefällt mir auch sehr gut. Ich frage doch mal bei Rico an. Hier ist auch das Tuch richtig goldig. Das ist ja kein Hexenwerk, aber es macht was her. Und ich fand einfach, ja, das spricht mich an. Das kann ich mir vorstellen. Und habe dann, wie gesagt, gefragt. Und für die letzte Strickjacke wurde mir dann eben das Material zugesendet. Also das und das. Und die haben auch zuckersüße kleine Knöpfe, die sie ebenfalls dazu gesendet haben, aber auch zu dem Modell verkaufen. Die sind aus Kokosnuss. Das wird auf jeden Fall also eine Strickjacke, die ich testen darf, und da freue ich mich drüber, weil ich nämlich die Make It Fur unbedingt verstricken will. Dieses Heft ist dann auch kurz danach im Handel erschienen, habe ich mir auch gekauft. Also die Wolle habe ich gekriegt, die Hefte habe ich mir gekauft. Da seht ihr hinten diese Beispiele. Das ist denen ihre Made by Me, also Linie. Die Love Wool ist immer eher so ein bisschen edler und die ist immer fresher. Und da fand ich, das ist auch passend zum Thema heute, Trend, luftig leicht, locker. Da hat mir sehr gut dieses Top gefallen. Das kann ich mir aber auch gut im Frühjahr, Herbst über ein Shirt vorstellen, sozusagen als ein Polunderersatz. Das ist in diesem tollen Gelb. Gelb ist auch eine Farbe im 2026. Ein Thema. Grün ist ein Thema und hier dieses Korbgeflechtmuster ist doch schön auf dem Shirt. Finde ich super. Und als allerletztes, last but not least, Schwarz-Weiß-Thema. Dieses Kleid, das ist ebenfalls luftig leicht, kann ich mir im Sommer sehr gut vorstellen. Wer nicht schwarz mag, kann es ja weiß machen. Ist ratzfatz runtergestrickt, bin ich mir sicher. In diesem luftigen, ja, Lochmuster. Es ist auch die Cotton Fleece Decay. Und ja, also schwarz ist ja gerne, gerade zum Beispiel äh, New York, ganz oft sehe ich das, dass die im Sommer gerne schwarz tragen. Also wer Fashion macht, der hat gern schwarz. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Das kann ich mir auch gut weiß vorstellen. Oder so ein Off-White und dann am Strand oder im Urlaub ist es genau richtig. Ja, die zwei Hefte wollte ich euch vorstellen. Die Strickjacke, wie gesagt, kommt erst die nächsten Wochen. Und Rico Design werde ich auf jeden Fall wieder dieses Jahr auf der H&H in Köln besuchen. Das habe ich nämlich schon mit der Marie von Rico Design ausgemacht und da freue ich mich drauf und bin mal gespannt, was die so alles dieses Jahr zeigen. Abschließend noch zu Rico wollte ich nochmal diese Farbe in die Kamera halten, dieses Neon Melone. Hier ist es die Luxury Pure Baby Alpaca. Also diese Farbe nicht nur bei Rico Design, sondern allgemein ist auch ebenfalls dieses Jahr sehr oft zu sehen. Finde ich toll. Ist eine, wenn nicht die Lieblings-Neonfarbe von mir. Leider selten zu finden, aber finde ich klasse. Wenn man das anhat, ist man meistens oder sieht man meistens sehr frisch und leicht gebräunt aus, auch wenn man es nicht ist. Dieses Chili Rot ist ein Thema, wenn nicht jetzt gleich im Frühjahr, dann aber auf jeden Fall im Sommer und dann transformierend in den Herbst hinein. Bordeaux-Rot wird dunkler, geht in dunkle Pflaume über. Diese Rottöne, die jetzt auch im Sommer viel zu finden sein werden, werden dann mehr zum Chili-Rot, Rostrot. Das seht ihr dann auch viel im Herbst. Aber ich darf es ja jetzt schon stricken. Ich muss ja nicht bis Herbst warten. Ja, und da ich es schon genannt habe, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Blautyp. Blau gefällt mir an mir nicht und dunkelblau, ja, wenn man
mit Wirtschaft zu tun hatte, beziehungsweise BWL und Wirtschaft ist ja in Mannheim groß und meine Schwester und ich waren sowohl auf dem Wirtschaftsgymnasium als auch Studium, also VWL. Da laufen dann die ganzen Studenten schon herum, als wenn die schon 10 Jahre an der Börse arbeiten würden. Und Frankfurt ist ja auch voll mit Bankern und Versicherungsleuten und so weiter und so weiter. Das heißt also, ich habe mich da an den ganzen Dunkelblau-Sachen satt gesehen. Also ich verbinde Dunkelblau meistens mit Arbeit beziehungsweise eben mit Bank und Wirtschaft. Greife ich ganz selten zu Dunkelblau. Also wenn es zum maritimen Thema passt, ja, aber wie gesagt, für mich persönlich eher nicht. Aber so ein frisches Blau, wenn es geht, sogar ein noch helleres Blau als das, was nicht so ein Babyblau ist, aber so einen ganz dezenten blauen Ton hat, finde ich super. Als mir Pasquali dieses Garn zur Probe geschickt hat und dann zufälligerweise auch in diesen beiden Farben, also das Seasell in diesem Pistaziengrün und die Linnenblumen in diesem Blau, da habe ich gewusst, das muss was werden, was auch immer, das werden wir sehen. Also ich habe jetzt, die Sonne scheint hier jetzt leider arg rein. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ich halte mal dagegen. Ich habe jetzt ganz frisch mal was angeschlagen. Ihr könnt noch nicht sehen, was es wird. Ich verrate auch noch nicht viel. Es soll ein Shirt werden. Warten wir es ab. Ich muss mich auch in Geduld üben und schauen wir mal. Jetzt würde ich ganz gerne mit euch, genau, ich würde gerne nämlich mit euch auf Reverie mein Spring 2026 Bundle mir anschauen. Das heißt also, ich habe unter meinem Alias Knits and Threads habe ich auf Reverie mir Favoriten gespeichert. Die könnt ihr auch als Bundle verknüpfen. Also wenn ihr mir auf Reverie folgt, dann könnt ihr die euch anschauen, wenn ihr Lust habt. Es gibt auch andere dazu, wie zum Beispiel zum Thema Bridgerton. Vielleicht schaut die ein oder andere die Serie auch. Ich verfolge die sehr gerne, auch wenn ich sagen muss, dass mir die aktuelle nicht so gut gefällt. Am allerbesten mag ich Queen Charlotte und also die Staffel um sie oder vielleicht auch die Staffel 2, wo es um den ältesten Bruder und seine Frau geht. Da finde ich einfach die Frauenrollen toll, weil die stark sind und sich nicht mit den Gegebenheiten abfinden. Aber ich liebe Bridgerton wegen der ganzen Kostüme. Wen es interessiert, auf YouTube kann man auch zu Bridgerton das sehen, wie dieses Kostümbildner-Team überhaupt die gestaltet haben und mit welcher Logik. Also jede Farbwahl hat so ihren Grund und die transferiert dann auch, je nachdem, welcher Bruder oder welche Schwester wen heiratet. Also es gibt da einen Code dahinter und ich finde es spannend, welche Stoffe und welche Muster und Farben die miteinander kombinieren, um dann doch uns Zuschauern ein Gefühl zu geben, als wären das historische Kostüme. So, jetzt schauen wir uns mal an, was ich mir denn für 2026 als Frühjahr-Sommertrend herausgepickt habe. Damit ihr gemeinsam mit mir auf meinen Bildschirm schauen könnt, habe ich euch jetzt die App hier auf den Bildschirm gespiegelt. Und zwar jetzt. Und wir schauen mal gemeinsam drüber. Also Knits and Threads heiße ich auf Ravelry. Mein Bundle, mein Favoritenbundle ist Spring 2026, über das wir jetzt heute reden. Und die erste Anleitung ist die Chainmail Blouse, die ich zum Thema passend hier fand. Und ich finde einfach von die Bluse, die Anleitung ist von Celine Phaeton und sie ist einfach, die hat dieses Transparent-Thema gut umgesetzt. Ich zeige es jetzt nochmal hier. Und auch hier, ich finde einfach, man kann das ja auch mit dem Top tragen. Man muss ja nicht nur BH drunter anhaben, aber auf eine schöne, weite Leinenhose, luftiger und leichter geht es ja kaum. Das nächste ist das Lumity von Sari Nordlund. Habe ich deswegen gewählt, weil florale Themen ebenfalls viel in 2026 vorkommen. Und das kann ich mir sehr gut in Schwarz-Weiß vorstellen. Ich habe auch schon Garn da.
und im Kopf zumindest geplant, das auch anzuschlagen. Und ja, deswegen Lumity. Dann fand ich auch, dass das Kleid von der Johanna Gerisch, der Pierre Dress, ebenfalls zu dem Thema sehr gut passt. Hat ja ein sehr schönes Lace-Muster, was sie ja in mehreren ihrer Anleitungen jetzt verarbeitet hat. Es gibt aktuell auch einen Cardigan, der mit diesem Muster herausgekommen ist. Also jeder von euch kann dann selbst entscheiden, wie viel Lace und wie viel Luftigkeit er denn gerne möchte. Aber ich wollte das auf jeden Fall hier nicht, dass es nicht fehlt. Dann gibt es den Pullover, das ist keine neue Anleitung, aber vielen vielleicht bekannt. Love Note finde ich auch gut mit dem Top drunter. Gefällt mir sehr, ist ein Klassiker, wird immer wieder gerne gestrickt, sollte nicht fehlen. Dann das Tulipan-Tee kam letztes Jahr raus, habe ich für Kassel 25 mir extra gestrickt und liebe es. Lene Holm-Samsø, die schafft es auch immer wieder, ihre Designs super umzusetzen und die sind immer schön zeitlos. Ich habe statt der Sandnes Garn Line, die ich nicht so mag, die Morning Salutation von Kremke entdeckt und kann dieses Garn absolut empfehlen. Also der Fall von der Morning Salutation im Strickstück und die Haptik, die ist einfach unschlagbar. Habe ich mir für dieses Jahr auch geholt, hatte ich gezeigt im letzten oder vorletzten Video. Schaut gern rein. Einmal in der DK-Stärke und einmal in der Sportweight-Stärke. Also Tulipan Tee ist definitiv auch, hat das Thema nicht verfehlt. Dann dieser Ricke-Sweater, den fand ich süß mit diesen kleinen Löchlein, Lochmuster. Ist mal was anderes, wenn man denn überhaupt einen Pullover noch stricken mag. Aber bestimmt nicht verkehrt. Dann der Poet Scarf. Der hat halt dieses klassische Muster, was Sari Nordlund ja auch in vielen Strickstücken verarbeitet hat. Aber ich finde einfach auch, das ist zeitlos und immer wieder, also im Trend, das könnt ihr immer wieder anziehen. Petit Knit darf auch nicht fehlen. Ich finde, ihre klassischen Sachen sind einfach, na, ich will mein Handy nicht öffnen, da. Ihre klassischen Sachen sind einfach schön und zeitlos. Und dieses Layering ist ja auch ein Thema, also sprich viele Sachen übereinander anziehen. Auch da kann ich mir jetzt so ein Spitzenshirt drunter vorstellen, dann sieht es schon gleich ganz anders aus. Außerdem kann man auch mit Material spielen. Es muss ja nicht, was hat sie angegeben? Sie hat angegeben, ja, von Pasquale oder Cardiff, ihr könnt es ja auch mit einem Sommergarn verstricken. Also das könnte ich mir jetzt auch in einem Leinengarn vorstellen, in einem Seidengarn vorstellen und dann vielleicht etwas kürzer. Dann der Book Club Cardigan, den kennt jeder, den mache ich jetzt mal nicht auf. Aber das Winnie Top, ich liebe ja Lily Kate France und sie hat ja das Top sowohl auch als, na, nochmal, sie hat das Top auch als Pullover-Variante, aber ich fand halt einfach passend, jetzt zum Frühjahr ist das genau richtig mit dieser hübschen Kante. Hier in dunkelbraun sieht es auch sehr hübsch aus. Ich habe es aber schon gesehen in einem tollen, ja, Grünton, aber in einem tollen Rotton würde ich sofort nehmen. Aber auch das sieht doch so hübsch aus zu einem Rock. Also gefällt mir sehr gut. Dann das Umbria Summer Top von Cookie the Knitter finde ich auch klasse. Es hat schon auf dem Bild Optik, als wäre es ein sehr feines und luftiges Strickstück. Und man kann es ja offen oder geschlossen tragen. Also das finde ich auch nett. Dieser Cardigan, den fand ich jetzt auch interessant. Den habe ich jetzt im Zuge der Recherche neu entdeckt und fand einfach, der hat was. Da sind die Taschen an der Seite und mal was ganz Neues, aber auf jeden Fall hat es auch einen ganz klasse Look. Ich weiß nicht, ob die Ärmel nicht gleich mit dran gestrickt sind, aber sprich quer statt der Länge nach.
Das müsste man mal sehen, ist mal was ganz Neues. Klassiker Zöpfe passen auch im Sommer gut. Ich finde auch gerade so ein kurzer Cardigan, der sieht doch hübsch aus. Und ich persönlich würde da sogar Druckknöpfe dran machen, weil ich einfach finde, dass die auch nochmal was hermachen. Und als nächstes die Socken von Summer Lee. Also Summer Lee, wer sie noch nicht kennt, findet ihr auch auf YouTube. Die macht immer ganz tolle, inspirierende Videos. Neuerdings schreibt sie auch an einem Roman. Aber ihre Farbinspiration, die sie in den Socken auch miteinander kombiniert und verstrickt, die Kombination, die finde ich einfach toll. Ich liebe es, ihre Strickstücke anzuschauen, und ich habe mir diese Anleitung auch gleich gekauft. Denn ja, was macht denn einen mehr Frühjahrsstimmung als so schöne bunte Socken? Und zum Book Club Cardigan hat Sari jetzt ganz neu den Book Club Raglan Pullover herausgebracht. Und Textur, habe ich ja gesagt, ist ein Thema. Also damit seid ihr auf jeden Fall auch auf der richtigen Schiene. Und so ein Raglan Zopfpullover, den habt ihr ewig. Der ist ewig äh, gut anzuschauen. Der ist nie out. Ja, finde ich toll. Die Jenny Blaus, die kann auch nicht fehlen, weil mich dieses Jenny-Thema schon lang verfolgt. Ich habe, ich glaube, ein oder zwei Sachen. Also eins auf jeden Fall eine Strickjacke als Anleitung von ihr gekauft. Nur gestrickt habe ich sie noch nicht, und ich finde das so klasse, dieses Smoken, das hat was. Die Farbe, die hat mich natürlich auch gecatcht. Also schaut euch gerne die Jenny Blaus an. Dann ist auch ganz neu dieses Angelita Tee von Claudia Quintanilla rausgekommen. Da fand ich einfach die Details der Abnahmen, Zunahmen, ja, sind wohl eher Zunahmen. Ich nehme an, das ist Top-Down. Die fand ich einfach klasse. Ich liebe das. Schlichtes Design, und trotzdem hat es was, wo das Auge catcht. Ebenfalls ihr Pullover Piccolo Fiore. Der hat wieder das florale Thema. Das ist so zuckersüß. Ich habe mir den Rosy Sweater als Anleitung gekauft, noch nicht gestrickt. Ich wollte ihn unbedingt stricken. Mittlerweile habe ich mich so satt gesehen an den ganzen Projekten. Ich glaube, der wird es nicht mehr auf meine Nadeln schaffen, aber den hier finde ich irgendwie noch mal reizvoller. Vielleicht dann eher. Mal sehen. Die Cleo Blaus ist von Irene Lin. Irene Lin mag ich von ihrem Style. Ich finde immer, sie hat tolle Ideen, und das finde ich klasse. Subtil, durchsichtig. Strickjacke braucht man, oder Jäckchen braucht man doch im kühlen Sommerabenden auch mal über dem Kleid. Electrine Sweater habe ich mir die Anleitung sofort geholt, als es herauskam. Gestrickt natürlich noch nicht. Gefällt mir aber sehr gut der Style. Mal sehen, wann und ob sie es auf die Nadeln schafft. Ja, ich kaufe Anleitungen manchmal auch ohne sie zu verstricken. Einfach weil es mir gefällt, weil ich nicht weiß, wann ich stricken möchte, und weil ich die Designer unterstützen will. Da sind wir wieder bei Irene Lin. Da gefällt mir auch der Cardigan gut mit dieser zweifarbigen Optik. Sehr stylisch, sehr modern, aber trotzdem zeitlos. Dann den Stromboli, den finde ich auch passend zum Thema. Hat einen schönen Lace-Part. Die Mandy von Mandy strickt jeden Tag. Hat das sogar als Pullover verarbeitet. Guckt bei ihr auf dem Kanal vorbei. Sieht toll aus und gefällt mir sehr gut. Und da sind wir wieder bei der Johanna und bei dem Pierre Sweater, der definitiv noch auf die Nadeln kommt. Da habe ich schon eine Maschenprobe gemacht. Ich mag dieses All-Over Lace, auch wenn ich nicht so der Boxy-Sweater-Typ bin. Ja, wenn es an mir nichts aussieht, dann freut sich auf jeden Fall meine jüngere Nichte.
Den habe ich auch vor zu stricken, den Crumpet Cardigan, weil der ebenfalls dieses tolle Lace-Muster hat und im Frühjahr, Sommer, finde ich, passt das immer. Möchte ihn aus einem Leinengarn machen, ist von der Park Williams letztes Jahr herausgekommen. Anleitung ist schon gekauft. Das ist der Oleander Sweater von der Audrey Borrego. Sie hat alle ihre Anleitungen jetzt frei geschaltet. Das heißt also, schaut gerne bei ihr vorbei. Aber hier ist auch ein tolles Lace-Muster. Ist mal ein ganz anderes, als wie man sonst immer sieht. Und wer V-Ausschnitt mag und vielleicht auch hier ein Leinengemisch oder ein Merino Cotton oder so benutzt, ja, definitiv passend für die Saison. Das ist der Farandole Cardigan von Tricot Design. Erinnert mich an die Cézanne-Geschichten, also sprich Kleidermarke. Finde ich sehr ansprechend. Ich mag auch die Farbe, die hier gewählt wurde. Und ich finde einfach auch der Cardigan, der hat was. Der ist zwar klassisch im Schnitt, aber mit diesem gewissen Etwas auf jeden Fall ein Eyecatcher. Hier ist das Floreale Top, ebenfalls eine kostenlose Anleitung, genau. Und da finde ich es klasse, dass es im Rücken sitzt, das florale Muster und überhaupt auch das Lace-Muster. Also ihr habt da schon zwei Themen verarbeitet. Und vorne kommt das T ganz schlicht daher. Das heißt also, die Optik, diese verspielte Optik habt ihr hinten im Rücken. Finde ich auch nicht schlecht, kann ich mir sogar für mich sehr gut vorstellen. So sind gerade Menschen, die, so wie ich, nicht unbedingt sehr verspielt mit ihrer Mode jeden Tag daherkommen, aber doch mit einem gewissen Pfiff im Rücken gut bedient und ja, hat man nicht erwartet und wenn sich derjenige umdreht, sieht sehr hübsch aus. Dann habe ich auch diesen Pullover hier mit rein und zwar ist es der Gingham Raglan von der Jessie May Designs. Ich hatte für sie Test gestrickt und mir diese Anleitung herausgesucht, weil zum einen ist Karo seit Herbst, Winter 25 ein Thema. Ich sehe auch gerade bei dieser Socken, da gibt es auch so eine Socken-Challenge, da haben die auch so ein tolles Karo-Muster in die Socken verarbeitet. Und zum anderen, ja, finde ich das einfach cool, wenn man verschiedene Farbkombinationen hier in dem Pullover verstricken kann. Also mit Christinchen habe ich mal geschrieben. Sie hat gesagt, schwarz-weiß kann sie sich vorstellen. Aber ich finde halt einfach auch so in Farbe hat das was. Und ja, irgendwie doch zeitlos. Dann das Margaret Tea ist auch von Johanna Gerisch. Das finde ich süß. Das hat unten kleine zuckersüße Volants, ohne aufdringlich zu sein. Vorne wird es zusammengebunden, ein hübsches Kleid drunter und man ist top angezogen. Dann habt ihr hier diesen Pressed Flowers Kerchief, also so ein kleines Dreieckstuch, ist eine kostenlose Anleitung, habe ich gesehen, hat der Kanal Traditional vorgestellt und gestrickt. Wenn ich dran denke, verlinke ich sie euch unten, schaut gerne vorbei. Sieht zuckersüß aus, kann ich mir auch vorstellen zu machen. Das Lilly Camisol von der lieben Marie von Mabel Knitting passt ebenfalls zu diesem Thema, hat kleine süße Schmetterlinge als Lace-Muster. Ich habe mir sogar das Garn gekauft und leider noch nicht angeschlagen. Vielleicht endlich diese Saison. Das Sunset Camisol ist ebenfalls top mit dem Volant, also Thema definitiv catcht hier. Und die Anleitung habe ich auch schon länger. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gerade mit diesem Rotton oder so ein Rot-Orange oder ein Pink im Sommer. Das sieht doch toll aus. Wer sich traut und wer Lust hat, kann ja einfach das fortführen als Kleid. Kann man ja auch dann als ein Trägerkleid anziehen. Dann das Poppy Tee habe ich noch mit rein. Warum? Weil es einen klassischen Schnitt hat, aber dann doch viral ging
in dieser Hermes-Farbe von Cardiff Cashmere, so ein Blutorange, finde ich einfach klasse. Also manchmal ist es nicht unbedingt der Schnitt oder das Design, manchmal ist es einfach auch die Farbe, die da eben einem ins Auge fällt. Pressed Flowers Pullover, finde ich, passt auch wieder zum Thema, wenn man denn sich zwei coole Farbkombinationen wählt. Die Hintergrundfarbe, also die Blumen, sind hier ein changierendes Garn, ein Variegated Garn, sogar ein handgesponnenes. Wer von euch spinnt, vielleicht ist das ja ein Thema. Und obenauf dann ein neutrales bzw. einfarbiges Garn. Ich finde es klasse. Ja. Dann der Cathedral Pullover, auch von der Claudia Quintanilla. Der hat was, finde ich, mit diesem Lace-Muster oben an der Rundpasse, meine ich, ist das. Und ja, ich finde es einfach wunderschön. In dieser Muscheloptik ist ebenfalls schon lange bei mir geplant, aber leider noch nie auf die Nadeln gehüpft. Dann die zuckersüßen Summer Sneakersocken von Tanja Steinbach, die passen doch auch zum Moulin-Thema und die sehen sogar für mich aus, als würden die schnell von der Nadel hüpfen. Den Elton wollte ich bis vor kurzem nicht unbedingt stricken, nicht weil er mir nicht gefällt, sondern ja, dachte ich, ist okay. Aber jetzt mit diesem zum luftig leichten und zum Lace-Thema und Mohair sehe ich den. Ich habe auch schon Garn im Kopf und zwar ebenfalls in diesem Melonenrot. Da habe ich von der lieben Nönnisch vom Kanal Turkish Knits Handmade, jetzt habe ich es mal richtig rum gesagt, die hat es selbst gefärbt in dieser tollen Farbe und ich hatte noch ein passendes Mohairgarn von Rico Design. Also Elton ist zumindest hier oben geplant. Anleitung ist auch gekauft. Dann das Camé. Ich habe kein Französisch gehabt. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Von der Emilie Louis. Für sie habe ich auch schon einen Test gestrickt und ich finde auch den Cardigan, den sie da gemacht hat, zuckersüß und der passt doch super. Gerade da passt alles. Also Design und Farbe, das ist einfach top, sehe ich. Diese Flieder- und lila Farben, die bleiben auch wieder dieses Jahr. Also da könnte ich drin schwelgen. Dann der Elena Pullover, Claudia Quintanilla, den finde ich auch toll. Den haben die hier in zweifarbigen Versionen gestrickt. Den hat man aber auch hier in dem Creme oder Off-White und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also da wären wir wieder beim Schwarz-Weiß-Thema. Ich finde einfach, das hat was, es sieht zuckersüß aus. Also Elena Pullover, Claudia Quintanilla, Unit Toronto, sieht toll aus. Und da sind wir wieder bei der Emilie, da gefällt mir das Top auch sehr gut. Das sieht verspielt aus, hat zwei Zöpfe hier als Träger. Die Farbe ist auch toll, dieses Lapislazuli und den Namen spare ich mir, den könnt ihr lesen. Ich kann ihn nicht aussprechen. Out of My Dreams Tee finde ich auch klasse, weil es nämlich auch diese Lace-Partie hat, oben, wie ihr sehen könnt. Und man muss es ja nicht in knallbunt stricken, man kann es ja auch in diesem Farbton stricken. Oder so ein schönes Koralle, das sieht doch auch nach was aus. Also gefällt mir sehr gut. Kann man natürlich aber auch aus einem glatten Garn stricken. Muss ja gar nicht Mohair sein. Ja, also Out of My Dreams Tee von Yeon Hwali. Also die asiatischen Designer haben auch immer noch mal einen ganz anderen Stil, finde ich, und finde ich richtig cool. Dann den Ela von Isabel Kremer. Also Isabel Kremer macht schöne Sachen. Ich habe das ein oder andere von ihr gestrickt. Meistens passt der Stil aber nicht zu mir.
Ich hatte mir aber trotzdem den Ela Cardigan als Anleitung gekauft, noch nicht gestrickt, weil mir hier das ganz gut gefallen hat, weil das schon wieder meins wäre. Ich würde es wahrscheinlich noch einen Ticken kürzer stricken. Dann sehe ich das an einem Kleid oder Shorts. Auch kein zu warmes Garn. Also da passt halt eben das Lace-Muster gut. Ja, also das könnte ich mir gut vorstellen, gerade aus so einem Cotton Merino. Florencia gibt es ja auch schon länger, aber passt ebenfalls, ist zeitlos, zuckersüß, wird von unten nach oben gestrickt. Das hat was mit dem Lace-Muster zu tun. Aber ja, kann man sich ranwagen und geht nicht, gibt's nicht. Wir sind hier, um immer wieder Neues zu lernen und nicht immer nur an den alten Dingen herumzukauen. Das Palm Tea finde ich auch immer wieder einen tollen Klassiker von Lene Holm-Salmsø. Geht auch ratzfatz runter von den Nadeln. Habe ich auch geplant, dieses Jahr wieder zu stricken. Das Kuta-Tee hat die liebe Simone von Mai Simone grandios gestrickt. Deswegen habe ich mir die Anleitung auch gekauft. Auf die Nadeln hat sie es noch nicht geschafft. Ich liebe die Optik. Ich habe das Tee, ich habe auch das Top. Beides finde ich schön. Ich hätte gern noch 2 Paar Hände, Arme. Ja, dann wüsste ich, was ich alles machen würde. Wild Posy von der Melody Hoffman. Da habe ich auch Anleitung und Garn. Mag das Verspielte von diesem Zopfrundpasse. Ist ebenfalls, finde ich, zeitlos. Ja, kann man immer tragen. Mal sehen, wann das endlich auf die Nadeln darf. Und das Peacock Tee habe ich ebenfalls schon gestrickt. Ist auch ein zeitloses Design, geht schnell, gibt es auch als Pullover und ich meine sogar als Cardigan. Und passend zum Thema verspielt. Was will man mehr? Und hier stelle ich euch noch den Hitofude vor. Das ist ein Design gewesen, das ging vor 7 Jahren oder so, ging das viral. Ich weiß nicht, wer den nicht alles gestrickt hat. Hat auch eine etwas eigenwillige Konstruktion, aber finde ich gerade wegen dem Lace-Thema passt es sehr gut. Ist halt auch speziell mit diesem, wie gesagt, mit der Konstruktion. Ich kann es an meiner Schwester mir gut vorstellen. Also an mir selbst jetzt nicht, aber an ihr denke ich schon. Dann darf die Camilla Ward nicht fehlen mit ihrem Magnolia Chunky. Den finde ich nämlich toll. Das ist ein schöner Cardigan, der dieses tolle der dieses tolle Magnolienmuster hat. Und ich finde es auch sehr schön und zeitlos. Und wie ich sehe, hat sie auch keine Knöpfe da dran. Es gibt es auch als Shirt. Und hier, last but not least, auch als Pullover, den ich auf jeden Fall geplant habe zu stricken. Aus der Brisa von BC Garn mit Kaschmir, Quatsch, Kaschmir, mit Mohair von Kremke. So meine ich, ist das. Würde mir sehr gut gefallen in der Farbe Bordeaux. Hat es zu Weihnachten nicht auf die Nadeln geschafft, muss es aber bald. Also das wären so meine Favoriten für Frühjahr 2026. Vielleicht ist ja was für euch dabei. So, und jetzt möchte ich noch zu einigen Buchvorstellungen kommen und zu weiteren Preisen, die ich für die Knit My UFO Aktion hier schon auspacken durfte. Es sind noch mehr Sachen angekommen, es sind auch noch einige unterwegs. Also, wenn ihr noch nicht mitmacht, aber UFOs habt, das heißt also Strickstücke, die länger als einen Monat und mehr auf euren Nadeln parken, dann schreibt mich doch auf Instagram an. Ihr könnt das in der Gruppe machen als Motivation. Ihr könnt aber auch außerhalb der Gruppe mitmachen. Wichtig ist, dass ihr nur den Hashtag nutzt und mich verlinkt unter eure Beiträge. Also Hashtag knitmyufo 2026 oder knitmyufo 2026 Kall und natürlich mich als Kanalnamen, weil sonst finde ich euch nicht. Und dann teile ich eure Sachen gerne, wenn sie fertig sind, denn bis 30. April läuft die Aktion noch.
Und danach werde ich all diese schönen Preise an diejenigen verlosen, die eben fertige UFOs vorweisen können. So, mein erstes Buch, was ich vorstellen möchte, habe ich schon länger hier. Und zwar ist es, Quatsch, so rum, von Anna Bauer, das kleine Buch der fantastischen Muster. Vom DK Verlag hatte ich in einem meiner Lives schon kurz vorgestellt und gezeigt, möchte es aber hier nochmal tun. Preis-Leistung ist 16,95 € und ihr habt über 1000 Vorlagen für Stricken und Häkeln. Ich zeige nur ganz kurz, wie denn inseitig die Muster so aussehen, damit ich hier nicht alles Mögliche verrate. Es gibt zu verschiedenen Themen Muster. Es gibt auch Tiere. Und ich finde einfach ganz klasse, wie hier die Mustersammlung aufgebaut ist und vor allem, wie man die schön auch sehen kann. Und was ich toll finde, ist, sie schreibt halt hinten auch, wo sie manche Muster gefunden hat und ob es eine Information oder Geschichte dazu gibt. Also absolute Empfehlung. Das kleine Buch der fantastischen Muster von Anna Bauer, DK Verlag, meine Güte, wenn man Englisch und Deutsch hin und her springt, nichts für mich. Lohnt sich, ist auf jeden Fall für alle die spannend, die gerne Muster in Socken verstricken wollen oder vielleicht auch mal in Cowls oder vielleicht auch mal in Handstulpen. Ja, merkt es euch. Als nächstes möchte ich euch Floral Stricken Mustersammlung vorstellen, erschienen ganz frisch im Fresh Verlag von der Hiroko Ibuki, 100 liebliche Blumen- und Pflanzenmotive, und das habe ich angefragt, weil ich einfach dieses florale Thema für dieses Jahr so spannend fand und auch passend. Und ich zeige nur kurz, was es denn drinnen so alles zu sehen gibt. Ich mag nicht unbedingt die Charts verraten, aber so sieht denn das verstrickt aus, wenn man denn die Charts verarbeiten wollen würde. Und sie zeigt auch, wie genau diese Art Strickstück zu fabrizieren ist, also ohne viel Komplikation. Finde ich klasse. Und eins hier noch, genau. Und jetzt zeige ich euch nur mal kurz. So ist es aufgebaut. Ich finde sehr, sehr übersichtlich und toll. Kostet 22,99 €, ist ein Softcover. Auf jeden Fall für Menschen, die wie ich gerne Musterbücher sammeln und auch draus stricken wollen würden, ein absolutes Muss. Preis-Leistung ist top. Und der Fresh Verlag war so nett und schmeißt dieses Buch mit in den Knit UFO Lostopf. Also eine von euch hat die Chance, das zu gewinnen. Dann habe ich beim Fresh Verlag auch dieses Buch angefragt, Schneidern wie ein Profi. Ich kann nähen, ich habe auch viel genäht, aber wenn man es länger nicht mehr gemacht hat, dann rostet man auch etwas ein. Und ich dachte, das ein oder andere kann mir nicht schaden, wenn ich es nochmal nachlese. Vor allem, wenn es dann irgendwo hakt oder wenn ich zum Beispiel auch das ausprobieren möchte, also Druckknöpfe mit Stoff verkleiden, wie man denn Schnitte korrekt verändert. Das Buch ist Hardcover, 24,99 € und die Autorin ist auf jeden Fall eine Profi-Schneidermeisterin, Inge Sparer. Wen es interessiert, vielleicht will ja der eine von euch auch wieder mal zur Nähmaschine greifen, so wie ich. Also Brecht Verlag. Und das waren jetzt erstmal die Bücher. Ja, also ein Buch haben wir ja jetzt gesehen,
landet im Lostopf. Ja, und wenn wir schon beim Knitmer UFO Lostopf sind, ich war so frech und habe einige meiner Designer-Kolleginnen gefragt, ob sie denn auch was in den Lostopf mit hineinwerfen wollen. Haben sie auch gerne zugesagt. Ich fange mal mit einer an, die aber statt Design, oder es ist ja eigentlich ihr Design, aber eben kein Strickdesign, sondern ihr Strickjournal mit in den Lostopf wirft. Und davon habe ich gleich 2. Das bedeutet, 2 von euch haben dann das Glück, so ein Journal zu gewinnen. Habe ich ausführlich vorgestellt. Ich verlinke mal das Video unten, aber definitiv ist es ein tolles Journal und ja, ihr könnt auch bei Marie das noch im Shop bestellen. Ich hatte auch vom Leine Magazin eins vorgestellt. Das wurde mir als Rezension zugeschickt. War ich nicht begeistert von. Leine war nicht so begeistert davon, dass ich es nicht so toll fand. Aber ich finde, wenn ich Sachen anfrage, dann frage ich sie nicht ohne Grund an. Sprich, ich möchte sie auch wirklich testen und dann auch ehrlich sagen, wie ich es finde. Also, ich mag deren Bücher, aber das Strickjournal fand ich jetzt nicht so gut. Das finde ich super. Ist natürlich auch immer eine Preisfrage und brauche ich es oder brauche ich es nicht. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber hier haben 2 Leute die Chance, dieses zu gewinnen. Danke an Marie. Dann hat die liebe Simone von Kanal Mai Simone zugesagt, ebenfalls 2 Anleitungen nach Wahl in den Lostopf zu werfen. Sie werkelt aktuell auch an einem Tee. Das bedeutet, bis die Verlosung stattfindet, habt ihr auch die Chance, das neueste Design eben zu ergattern bzw. euch auszusuchen. Vielen Dank an Simone. Die Mary vom Kanal Strandstrick ist ebenfalls mit an Bord. Sie schmeißt auch 2 Anleitungen nach eurer Wahl in den Lostopf. Da bedanke ich mich an dieser Stelle bei Mary. Dann hat die liebe Jana von Kanal Bolpilinia auf Instagram ebenfalls 2 Sockenanleitungen mit in den Topf geworfen. Da bedanke ich mich hier und stelle euch hier jetzt ihr Video rein, wo sie ihre Socken oder ihr Sockendesign euch hier zeigt. Gestern sind die Priscilla-Sockenanleitungen rausgekommen und ich dachte, ich stelle euch die einfach nochmal kurz vor. Weil wir haben 4 verschiedene Anleitungen. Das hier ist die erste, die Frühlingsvariante. Da geht es so um Blumen, Insekten und hinten drauf ist einfach so auch so ein kleines Blumenbeetmuster. Dann haben wir die Sommervariante. Da geht es auch mehr um die Tiere. Da ist hier ein Eichhörnchen, ein Vogel und ganz unten ein Kaninchen. Hinten drauf ist einfach ein florales Muster. Als nächstes haben wir den Herbst. Da geht es um die Ernte. Da sind hier erstmal Beeren, Blumen und, was im Herbst nicht fehlen darf, ein Kürbis. Und hinten drauf sind fallende Blätter. Und zu guter Letzt haben wir die Wintervariante. Die haben wir auch mit Tieren, und zwar mit einem Schneehasen, einem Rentier oder einem Hirsch und einem Schwan. Innen natürlich ein bisschen Schneegestöber und hinten drauf hat man in groß nochmal die Schneeflocken. Dann hat mich ein Paket erreicht und zwar mit dieser tollen Wolle von Knit Design bei YM. Und sie stellt diese tolle Sockenwolle zur Verfügung. Klasse, fühlt sich super weich an und klassische Sockenlauflänge 400 Meter auf 100 Gramm, 75% Blue Faced Leicester, Corriedale und 25% Nylon. Hab einen Knoten in der Zunge. Vielen, vielen Dank. Ein zweiter Strang ist in der Farbe angekommen. Sieht auch sehr klasse aus. Ja, halte ich nochmal hier rein in die Kamera. Wie gesagt, schaut bei ihr im Shop vorbei. Verlinke ich euch unten. Und last but not least hat sie mir 2 Merino Sock Decay zugesendet, ja, damit es auch schnell von den Nadeln geht. Da freue ich mich total drüber und vielen, vielen Dank. Ich unterstütze die Handfärbe sehr gerne, vor allem die kleinen. Und bin mal gespannt, wie meine Socken aussehen werden. Vielen, vielen Dank. Und hier möchte ich euch noch Wolle vorstellen
von der lieben Mandy von Meine Wolle, Deine Wolle. Sie hat einmal dieses tolle Grün geschickt. Das ist die Mint Cloud Sockenwolle extra fein und ist auch wirklich super fein und kuschelig. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist dieses tolle Blau. Gleiche Qualität. Nennt sich Blue Jeans. Also vielen, vielen Dank, Mandy. Da werden sich 2 Leute aber drüber freuen. Und wie gesagt, sie sind super soft. Schaut bei der Mandy vorbei. Ebenfalls toller Shop, tolle Farben, tolle Qualitäten. Und ich darf diese 2 Schätzchen annadeln. Das Grün ist etwas dunkler wie das andere. Das nennt sich Moss Mist. Ist die gleiche Qualität. Oh, das ist so schön. Also grün, das catcht mich einfach immer wieder. Aber auch dieses Blau. Und das nennt sich Deep Sea Shine. Also Mandy verfolgt auch die aktuellen Farbtrends und setzt die dann immer gleich um. Dankeschön. Ja, ich möchte noch was zeigen. Das habe ich das letzte Mal vergessen. Und zwar die liebe Renate hat nämlich noch 2 Schätzchen mit in den Karton gelegt. Von Lane du Nord. Einmal die Poema Kaschmir in diesem Farbton. Und dann dieses Mohair in dem Farbton. Und ich habe gefragt, ob ich das testen darf. Und sie hat es mir erlaubt. Ich habe es nämlich noch nie getestet und es fühlt sich so schön weich an. Also, wenn ihr es noch nicht probiert habt und die Chance habt, es anzufassen, macht das. Das sind hier, wie viel Meter? Das sind 500 Meter auf 100 Gramm. Die Zusammensetzung, ohne Brille, das ist immer schlecht. 80% Schurwollmerino, 16 Mikron und 20% Kaschmir. Und das ist aber auch, also wäre ich eine Katze, würde ich schnurren. Und diese Poema Mohair hat 30% Seide und 70% Kit Mohair. Ja. Also ist in Ordnung, ist schön weich und hat einen tollen Farbverlauf. Sieht man es jetzt, genau. Also die 2 Schätzchen darf ich testen. Vielen Dank an Renate. Renate habe ich euch im letzten Video vorgestellt. Die hat ja gleich 2 Päckchen geschickt. Und Renate ist die Betreiberin von Wolfugium und von Backnanger Wollfest. Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir zum Ende angekommen. Im Hintergrund wird es dunkel. Das heißt also, ich habe schon genug hier gebrabbelt und geschwafelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere für euch entdecken können. Das nächste Mal zeige ich euch auch mehr Strickiges. Dann ist auch was fertig. Aber durch die Knit My UFO Aktion kommt hier jetzt einiges an. Und ich möchte nicht missen, das auch zeitnah zu zeigen und euch die Chance zu geben, doch vielleicht nochmal euch zu überlegen, ob ihr mitmachen wollt. Ja. Ansonsten freue ich mich auf die kommenden Frühjahr-Sommerstricks. Ich stricke gerne Frühjahrsachen, also stricke eigentlich sowieso ganzjährig immer gerne. Auch gerne mit verschiedenen Materialien. Mal sehen, was die H&H Neues zeigen wird an Trends und Farben und Materialien. Da freue ich mich auch drauf, werde berichten. Und für dieses Mal sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.